Die Entscheidung um die Fahrerweltmeisterschaft fällt vielleicht hier in Brasilien. Wir im Sprintrennen von Position 3, ein Platz vor Max Verstappen, der noch Führende in der Gesamtwertung. Aber wir heute hier mit einer klaren Mission, das Sprintrennen gewinnen und dann im besten Fall das richtige Rennen, um dann in Abu Dhabi einen echten Showdown zu haben. Es kann aber auch rechnerisch natürlich heute schon entschieden sein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Hoffe natürlich, dass Verstappen viele Plätze nach hinten verliert. Und dass wir fürs richtige Rennen dann wirklich gut gerüstet sind. Und der Start, der ist schon mal sehr, sehr verheißungsvoll. Erster Platz, Sergio Perez kommt schon mal von hinten angedotzt. Der wird uns in der Saison nicht mehr gefährlich werden. Es geht wirklich nur noch um Verstappen und um mich. Ein Zweikampf, wie ihn die Formel 1-Welt schon lange nicht mehr gesehen hat. Außer in der letzten Saison, da war es aber auch schon in Brasilien entschieden. Wir haben es leider auch nicht mehr in der eigenen Hand. Wir müssen halt wirklich hoffen, dass die anderen mal so ein bisschen mitspielen. Dass die wirklich Verstappen bedrängen. Dass er Fehler macht. Weil hier in Sektor 3, ganz besonders in Brasilien, da werde ich halt gecatcht von der KI. Da ist die aus irgendeinem Grund, ist sie schneller als ich. Auch ohne ERS. Aber bislang haben wir das gut hinbekommen. Das Einsatzlimit ist erreicht. Schnellste Rennrunde mit einer 1,14. Hier gut durchkommen durch Senna S. Und mit ERS muss ich jetzt hier Gas geben. Ein bisschen pushen, das war nicht so ideal genommen. Aber noch ist hier alles gut. Es läuft wie geplant. Beziehungsweise wie erhofft. Geplant war es jetzt so nicht. Aber der dritte Platz hier im Sprintrennen vor Verstappen, das war mir am wichtigsten. Damit ich von der Gesamtwertung her oder von der Bilanz mehr Punkte habe als er. Und das erhoffe ich mir natürlich auch im Rennen hier, dass er vielleicht von der 5 startet, in der ersten Kurve dann ein bisschen Probleme bekommt. Das wäre so das ideale Szenario, was ich mir wünsche. Und dann natürlich am Ende den Weltmeistertitel für uns. Aber es ist noch ein weiter Weg. Gleich hier im richtigen Rennen. Und dann natürlich auch nochmal in Abu Dhabi. Was auch nicht viel einfacher ist. So. Wieder mit ERS, ihr seht, Sergio Perez kommt dran, der kriegt jetzt auch gleich DRS, wird vielleicht nochmal die schnellste Rundenzeit werden, 1,8629. Ihr könnt das DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir und in der DRS-Zone liegst. Sehr, sehr gut. Verstappen weiterhin auf der 5, klar, das Feld wird hier nicht so weit auseinandergezogen, wir haben ja nur 6 Runden, also wenn das Feld mal eine Chance hat, sich auseinanderzuziehen, wird es gleich wieder zusammengezogen. Achtung, Perez kommt innen, ja, der dreht mich schon ein bisschen, der ist aber selber jetzt gedreht worden. Und wird natürlich jetzt gecatcht von Norris, von Sainz. Ah, nee, hat er gerade nochmal geschafft. Ich bin natürlich auch mit dem Feuer, ne? Aber darauf lege ich es auch so ein bisschen an. Der rote Pfeil war eigentlich schon im Rückspiegel zu sehen, aber dann habe ich es doch noch hinbekommen. Und habe ihn nochmal in die Schranken verwiesen. Das war wichtig, um halt jetzt aus dem DRS-Fenster draußen zu sein. Jetzt kriegt er nämlich Probleme. Und hier, bei dieser Kurve, irgendwie werde ich hier immer langsamer. Irgendwie wird die KI hier nochmal zusätzlich gepusht. Das kann mir jetzt aber erstmal egal sein. Wir haben erstmal Vorsprung. Wir können ja 8 Punkte mitnehmen auf der 1. Wer weiß, wofür uns diese 8 Punkte noch gut sein werden und wie sie uns noch helfen werden. Aber natürlich dürfen wir jetzt auch selber nicht ins Straucheln geraten. Aber Perez muss jetzt erstmal nach hinten gucken. Hilft uns. Das ist alles gut für uns. Und ich kann ein bisschen ERS sparen. Ich kann jetzt hier meine Meter machen. Auf einer Strecke, wo man halt auch nicht so viel überholen kann. Oder wo die Möglichkeiten zum Überholen auch sehr rar sind. Ich glaube, die einzigen beiden Möglichkeiten gibt es echt auf Start und Ziel und nach dem Senna S. Ansonsten ist ja auch hier nicht viel Platz. Also maximal 2 Autos passen hier nebeneinander, würde ich mal schätzen. So, und wieder hier mit ERS 1,9 Sekunden. Ein bisschen Vorsprung haben wir rausgefahren. 2 Sekunden, das ist sehr, sehr gut. Dürfte jetzt eigentlich nach menschlichem Ermessen reichen für den Sieg hier im Sprintrennen. Aber ich habe schon so viel erlebt hier. Es ist schon so viel schief gegangen. Auch in den letzten Runden Safety Car. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, denke ich. Höchstens im richtigen Rennen gleich.
Aber ansonsten dürfte das hier der Sieg für mich sein im Sprintrennen. Und dann natürlich auch die Pole Position. Im richtigen Rennen Verstappen nur auf der 5. Ja, den letzten Grand Prix ganz schön einbüßen müssen, ne? Genau. Deutsche Sprache, schwere Sprache. In Mexiko nicht mal in die Punkte gefahren. Und auch in Portugal hat er auch nicht so eine glückliche Figur gemacht. Zu unserem Gunsten natürlich. So, und dann starten wir rein in die letzte Runde hier mit ERS. Das werde ich jetzt die ganze Zeit aktiviert lassen. Damit wir nochmal volle Power geben können. 2,2 Sekunden, da dürfte nicht mehr so viel schief gehen. Wenn wir das jetzt hier ordentlich zu Ende bringen, dann haben wir Teil 1 abgeschlossen. Holen uns hier 8 Punkte im Sprintrennen, die Pole Position. Bessere Voraussetzungen gibt es gar nicht. Das ist auch wie auf dem Silbertablett Sevilla. Das müssen wir machen. Wir müssen das durchziehen. Und auch im letzten Rennen, klar, wir müssen. Verstappen muss nicht unbedingt. Der hat, glaube ich, noch genug Punkte Vorsprung. Wir müssen dann mal ausrechnen vor dem letzten Rennen. Also vorausgesetzt, das läuft ja alles so, wie ich das möchte und wie ich mir das geplant habe. Dann müssen wir mal die Differenz ausrechnen. Wie viel da wir werden müssen und wie viel da Verstappen höchstens werden darf. Das wird noch richtig eklig, glaube ich. Das wird noch richtig eklig und ich bin gespannt, was das noch alles hier für uns... Oh nein! Alles klar. Ich wollte gerade sagen, jetzt irgendwas ist kaputt, aber ich hoffe, das kriegen sie bis zum Rennen wieder hin. Ist wahrscheinlich jetzt nur für Sprintrennen, aber gut, apropos Sprintrennen. Letzte Kurve, eine lange Gerade noch und dann gehen wir mit 3 Sekunden Vorsprung vor Sergio Perez ins Ziel. Norris startet von der 3, Sainz, Vierter und Verstappen, unser stärkster Konkurrent hier, auf der 5. Wir haben vorgelegt, sehr, sehr gut, Druck erhöht auf Verstappen. Über diese Fahrt kann man sich nicht beschweren, wirklich ausgezeichnet. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Dieses Resultat verringert den Abstand zwischen dem Führenden der Meisterschaft und dem Rest des Feldes. Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Die haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. Die Startaufstellung steht jetzt also fest und wir freuen uns auf ein fantastisches Rennen. Schalten Sie morgen wieder ein, um live mit dabei zu sein. Und bis dahin sage ich ciao und bis morgen. Also 4 Punkte Differenz haben wir auf jeden Fall schon mal aufgeholt hier. Das ist das Sprintrennen. Magnussen hat, gut, ist 10. geworden. Gibt ja keinen Punkt. Wir gucken mal auf die Rangliste drauf. Es sind nur noch 25 Punkte und sollten wir das Rennen gewinnen, Verstappen scheidet aus, dann haben wir Gleichstand. So, dann geht es nämlich um die Platzierung. Und wenn wir auch nach Abu Dhabi Gleichstand haben, dann geht es um die Rennsiege. Und ich glaube, da hat Verstappen mehr gewonnen. Naja, es wird so viel gerechnet werden. Entscheidend ist, wie beim Fußball, wie man sagt immer, auf dem Platz. Und hier ist entscheidend auf der Strecke. Auf geht's. Sao Paulo, Teil 2. Jetzt kommt es drauf ein, hier die dicken Fische mitzunehmen. Die großen Punkte. Verstappen auf der 5. Sergio Perez hinter mir. Der wird versuchen, so eine Art Wingman natürlich für seinen Kollegen zu spielen. Kommt auch eigentlich relativ gut weg. Achtung, erste Kurve. Da wird gerangelt bis zum geht nicht mehr. Ist ja auch erstmal okay, aber die sollen mich bitte da rauslassen. Ich habe damit nämlich eigentlich gar nichts zu tun. Dann ist Verstappen, ja, der hat erstmal seinen 5. Platz verloren. Gut für uns. Ocon ist 5. Und jetzt die ersten Meter hier. Natürlich mit ERS. Ich würde sagen, hier in Sektor 2, da komme ich eigentlich gut ohne ERS. Ich brauche das wirklich für Start und Ziel. Und dann für die lange Gerade nach dem Senna S. Hier in dem Abschnitt kann ich die eigentlich ganz gut weghalten, würde ich sagen. Natürlich vorausgesetzt, ich mache ja auch wenig Fehler, beziehungsweise gar keinen. Ich darf jetzt gar keinen Fehler mehr machen. Weil wenn ich hier heute nämlich gewinne und einen relativ großen Punktevorsprung rausfahren kann, ich muss natürlich dann in Abu Dhabi auch Druck machen. Das ist ganz klar. Weil Verstappen hat, wenn er nicht ausscheidet und ich hier gewinne, hat er die besten Karten. Das muss man halt trotzdem unterm Strich so sagen. Es könnte also auch heute hier entschieden werden, je nachdem wie viele Punkte ich hole, wie viele Punkte Max Verstappen holt.
Aber solange es rechnerisch nicht entschieden ist, gebe ich hier nicht auf und werde die weiße Flagge hissen. Das werde ich nicht machen. Hier, wie gesagt, wollte ich eigentlich mit ERS spielen. Hier hat die KI auch immer so einen kleinen Boost, habe ich das Gefühl. Nach dem Senna S und auch hier noch in Sektor 2 dann nicht mehr. Aber vorher irgendwie so, habe ich das Gefühl. Haben sie einen großen Vorteil. Aber dagegen werden wir uns stemmen und wehren. Das haben wir schon oft gemacht. Bisschen aggressiver. Ihr kennt meine Fahrweise mittlerweile. Also kann uns da hier keiner an den Karren pissen. Ich muss halt nur diese lange Gerade hier und nach dem Senna ist. Die muss ich irgendwie überstehen. Das muss ich irgendwie mit Mann und Maus verteidigt kriegen, weil die KI, ich weiß nicht wieso, die kriegt da einen Boost. Das ist unfassbar. Jetzt holen wir uns aber erst nochmal die schnellste Rennrunde mit 1,8 ab. 1,82721. Oh, Achtung. Oh, das war gerade riskant. Da wäre fast der Dreher da gewesen. Weil ich auf dem Curb zu früh oder zu spät gebremst habe, bin ich ins Rutschen gekommen. Dadurch natürlich jetzt Sergio Perez hinter mir. Der alles Mögliche versucht. Ich muss die Tür hier zumachen. Und wehe, der dreht mich. Dann haben wir beide aber nach dem Rennen ein ganz großes Problem. Jetzt ist auch die schnellste Rennrunde übrigens. Hat er mir streitig gemacht, aber okay. Soll er machen. Auf diese Duelle bin ich gespannt. Natürlich müssen wir dann auch irgendwann Platz machen, weil die KI, wie gesagt, die fährt einfach durch. Der ist das egal. Die orientiert sich an der Ideallinie. Die fahren durch. Da hast du dann selber als NPC, so nenne ich mich jetzt einfach mal hier im Spiel, hast du da einfach gar keine Chance gegen. So, und jetzt halt diese 0,2, 0,3 Sekunden. Das wird schwer so schon zu verteidigen. Und dann noch mit DRS. Weiß ich nicht, aber ich versuch's. Ich versuche alles Menschenmögliche hier mit 340 Sachen fast. So, aufpassen, der Curb hier. Und dann möglichst unfallfrei durchs Senna S und wieder mit ERS. Natürlich ist das dann jetzt schon aufgebaut, das ist doch ganz klar. Aber was soll ich machen? Guck mal, wer da angeflogen kommt, der Red Bull. Die Red Bull Spitze, Achtung, roter Pfeil links hinten. Haben wir verteidigt bekommen, ist alles gut gegangen. Das ist jetzt noch 14 weitere Runden, überlegt mal, ey. Aber schaffen wir. Da habe ich mich 3 Jahre lang darauf vorbereitet jetzt hier in der Road to Glory. 3 Saisons dafür Zeit gehabt für diesen Moment. Für diesen einen Augenblick. Das ist genauso wie wir uns mit Videospielen auf eine Zombie-Apokalypse vorbereiten. So etwa ist das zu vergleichen. So, vielleicht einfach noch früher da bremsen. Ich versuche ja immer mal rauszufinden, woran das liegen kann. Vielleicht können wir uns ja auch irgendwie dagegen wehren. Dass wir da vielleicht auch ein bisschen schneller durchkommen. Jetzt kommt aber erstmal Sergio Perez wieder angeflogen. Mediums, okay. Wird unser Reifensatz sein. Die schnellste Runde werden wir, denke ich, nicht mehr hinkriegen. Das ist natürlich schade. Dieser zusätzliche Punkt, der fehlt uns. Das ist echt ein bisschen unangenehm, muss ich sagen. Perez, der versucht wirklich ganz innen. Achtung. Ja, wie gesagt, der nimmt da kein Blatt vor den Mund. Der zieht auch nicht zurück. Da kommt doch mal die gestikulierende Hand von mir raus. Und mal die Frage, was denn mit ihm los ist. Das Lang ist gut. Vielleicht haben wir ein bisschen Vorsprung jetzt dadurch. Einen kleinen Vorsprung bekommen. Durch diesen Rempler. Aber der wird spätestens gleich wieder aufgeholt werden. Durch DRS. Guck, ich meine, jetzt hier einfach früher bremsen. Einlenken und hier schon wieder früher Gas geben. Vielleicht ist ja das große Geheimnis des Boosts hier in Sao Paulo. Ich werde es nie erfahren. Weil ich hoffentlich immer auf der 1 bleiben werde. Sergio Perez kommt ran. Gut, jetzt ist er ein bisschen weiter weg. Das ist okay. Das kriege ich ganz gut hin. Auch hier das Senna ist bislang unfallfrei überstanden. Jetzt ist es wieder diese lange Gerade hier. Die kriegen wir aber auch hin. Ja, da kommt er nicht ran. Auch wenn er meint, er müsste hier Rambo spielen. Da schafft er nicht. Und dann ist auch gleich schon Boxenstoppzeit, ne? 6, 7 Runden. Ich glaube, in der 7. Runde ist es soweit.
Mein Gott, das ist ein Saisonfinale. Die Spannung ist auf dem Siedepunkt. Wie soll das erst im nächsten Rennen werden? Im besten Fall, wenn wir dann punktgleich sind mit Verstappen. Das wird aber nicht passieren, weil dadurch müsste Verstappen theoretisch aus den Punkten raus. Es kann alles passieren, keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen, was hier noch alles passieren wird. 0,8, das sollte ich auch wieder schaffen. Die Verteidigung sollte ich auch dieses Mal hinkriegen, ja. Verstappen kommt an Ocon momentan nicht vorbei. Ah, ich bin auf den Rasen gefahren. Ich wollte gerade noch mal gucken, warum ich mich kurzzeitig gedreht habe. Bin auf den Rasen gekommen, okay. Da war gar kein Curb, das war der Rasen. So. Oh, es hat gekracht. Irgendwo gibt es eine große Lücke da zwischen dem Alpha und... Ne, da ist ein Mercedes, der stehen bleibt. Der wird langsamer. Oh, jetzt haben wir gleich Safety Car oder was? Es hat sich auf jeden Fall ein Mercedes verabschiedet aus dem Rennen. Der wird langsamer, muss sein Auto wahrscheinlich abstellen. Oh, das hat dermaßen gekracht. Es ist Russell. Der hat kein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Der will sich dieses spannende Rennen lieber von der Zuschauertribüne aus angucken. Ich kann es ein bisschen verstehen. Ich hätte mir hier selber heute 10 Karten verkauft, dass ich das Rennen gar nicht verpasse. Also 10 Karten gekauft, dass ich das Rennen hier nicht verpasse. Aber das ist natürlich bitter für ihn. Egal, gut für uns vielleicht. Weiß ich nicht. Sergio Perez geht jetzt auch rein mit uns. Wir fahren hier mit 10.000 km/h auf die Boxengasse zu. Leider mit Perez und Norris gleichzeitig. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auf die Autos dann hoffen. Also erstmal auf einen schnellen Boxenstopp und dann hoffen, dass die Autos, die noch mit uns sind, dass die irgendwie Sergio Perez aufhalten können. Da kommt er nämlich schon angefahren. 2,4. Jawohl. Das passt. Der Vorsprung ist ein klein bisschen größer geworden, also die Lücke. Jetzt mal gespannt, wer hinter uns noch so alles rauskommt. Niemand. Vor uns haben wir Guanju. Und unseren Kollegen, die sind also leider weit genug weg. Das ist natürlich schade. Aber der Vorsprung auf Perez ist erstmal über 1 Sekunde. Das ist für uns erstmal gut, aber das wird nicht von langer Dauer bleiben. Vorsicht, der Rasen. Ich weiß nicht, was ich hier mit dem Rasen habe. Ich finde den eigentlich ganz schön. Ich würde den eigentlich auch gerne heile lassen. Deswegen weiß ich nicht, was ich hier mache. 1,3 Sekunden. Das ist okay. Soll sich Perez jetzt erstmal mit Norris abschuften und wir sind hoffentlich erstmal ein bisschen raus da aus dem Zweikampf. Ich muss nach vorne jetzt ganz viel Tempo machen. Tempo, Tempo, Tempo. Die einer sind auch schon alle drin und vielleicht kommen die ja schneller raus. Glaube ich allerdings nicht. Und dann können die vielleicht unsere Hintermänner ein bisschen aufhalten. Aber Verstappen wird einen Teufel tun und dann da zurückziehen. Das glaubst du doch selber nicht. Verstappen kommt dann nämlich raus. Der fährt auf harten Reifen. Okay, Schumacher jetzt wieder in den Genuss, ganz vorne zu sein. Da kommt Sainz. Der ist erstmal vor Sergio Perez. Der hält also jetzt mich so ein bisschen auf Trab und im Schach. Und Verstappen dahinter, hinter Leclerc. Ich glaube, auf der 7 müsste das sein. 7 oder 8er. Hauptsache weit genug weg von uns. So, damit ist die erste Hälfte des Rennens hier vorbei. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Wir haben 1,5 Sekunden Vorsprung vor Sainz, vor Perez. Ganz wichtig, auch viel Vorsprung vor Verstappen. Das ist eigentlich mit am entscheidendsten. Aber auch Sergio Perez, der natürlich auch alles versuchen wird, um mir die Pole Position noch streitig zu machen. Gut, Schumacher hat eigentlich auch einen schnellen Boxenstopp hingelegt. Der fährt jetzt schon wieder raus. Der wird aber auch da kein Wörtchen mitreden. Der wird leider da kein Wörtchen mitreden um die Pole und um die Punkte. Aber er war zwischenzeitlich mal auf der 1. Das kann man mal genießen. Ich weiß, wie es ist. Und Perez hat durch den Boxenstopp und durch die Ferrari-Strategie erstmal Position verloren. Ist aber egal, weil der kann eh kein Weltmeister werden. Es geht wirklich nur noch zwischen Verstappen und mir. Heute und dann im nächsten Rennen und dann bin ich gespannt.
Sainz kommt ein bisschen näher ran, 1,2 Sekunden. Hat aber Vorsprung auf Perez, also kriegt er auch kein DRS, also hat er noch mehr Probleme. Schön zu sehen. Und Sainz habe ich das Gefühl, der kann nicht so extrem wie Perez pushen. Also so vom Gefühl her wahrscheinlich. Ja, das täuscht mich, glaube ich. Ich hoffe nicht. Besser jetzt hier auch das Senna S genommen, wieder mit ERS. Sainz kommt ran, also die KI, warum auch immer, ich kann es immer nur noch mal wiederholen, da hat die einfach ihre starke Phase. Ihren starken Bereich und Sergio Perez, der, gut, muss wie gesagt nach hinten gucken. Verstappen hat auch ein bisschen Abstand zu Leclerc, auch gut. Auch wichtig und richtig. Aber er ist jetzt auch schon wieder ganz nah dran. 0,6. Er pusht, glaube ich, ein bisschen mehr. Oder vielleicht ist der Ferrari auf solchen Strecken einfach auch stärker. Muss man ja auch mal sehen. Ne? Wir sind auf langen Strecken besser. Also so wie Belgien, auch Portugal, Mexiko. Hier ist der Ferrari vielleicht einfach stärker durch diese ja, kleinen, engeren Kurven. 0,5 Sekunden, dann kommt er schon wieder angewetzt. Meine Reifen danken es mir auch. Die kommen ja auch durch. Das ist die wahre Pracht. Das kannst du dann halt auch am Ende des Tages nicht immer verteidigen. So wie jetzt Sainz versucht es ganz innen. Der ist ja verrückt. Da ist doch gar keine Lücke. Er versucht es trotzdem, schafft es aber nicht, weil ich mich jetzt wieder vordrängel. Das ist unglaublich. Die KI ist eine Gefahr. Mehr fürs Rennen als ich fürs Rennen, ey. Oder ich für mich oder ich für die anderen. Das hat schon leichte Mazepin-Vibes. Der hat auch immer den Ruf gehabt, hier schnell Unfälle zu machen. Und eine ganz wilde Fahrweise an den Tag zu legen. So, jetzt hier. Pass auf, Ferrari Masterclass mit DRS, oder? Carlos Sainz. Da will er nicht. Er versucht, er schafft es aber nicht. Er schafft es aber nicht. Das ist gut für uns, aber er wird es hier wieder versuchen und nah rankommen. Es sind jetzt noch 5 Runden. Komm, wir haben es bislang richtig gut verteidigt über eine ganz, ganz lange Zeit im Rennen. Warum sollte das jetzt nicht auch für die letzten Runden gelten? Es wäre einfach so genial. So ein spannendes Saisonfinale. Und anders als in der letzten Saison wäre der Titel hier noch nicht entschieden. Das war ja letzte Saison leider anders. Da war der Punktevorsprung und Rückstand natürlich auch ein ganz anderer, selbstverständlich. Und Sainz lässt halt auch einfach nicht locker. Wir entfernen uns aber vom Rest dahinter. Ja, Perez hat schon 3,2 Sekunden Rückstand. Verstappen, der hat auch schon eine größere Lücke zu Leclerc. Ah nein, das ist Sergio Perez zu Sainz. Also Verstappen ist doch nah dran an Leclerc. Ja, und Sainz, er kommt zwar gefährlich nah ran, aber er schafft es nicht auf Start und Ziel zu überholen. Dafür halt jetzt hier nach dem Senna ist auf der langen Geraden. Das ist mit die entscheidende Strecke hier, das ist der entscheidende Abschnitt. Vor allem dann halt auch in den letzten Runden, wenn Sainz dann auch nochmal wirklich ein bisschen mehr aus seinem Auto, glaube ich, rausholen wird. Er versucht es jetzt nämlich. Achtung, innen vorbei. Nicht mich drehen. Achtung. Auf der Ideallinie. Ich habe eigentlich nur auf den Dreher gewartet. Aber er hat mal vorbeigeschnuppert. Er hat es mal versucht. Ist ja auch völlig legitim. Hätte ich auch so gemacht. Aber er hat gesehen, richtigerweise, es geht nicht. Und hat dann Gott sei Dank zurückgezogen. Aber das wird er jetzt gleich nicht mal, weil jetzt kommt er gefährlich nah ran. Jetzt ist er schon nah dran. Jetzt kann er im Prinzip mit einem Cappuccino in der Hand und mit der kalten Pizza vom Vortag an mir vorbei. Oder auch nicht.
Also sofern wir hier 0,3, 0,4 Sekunden immer Vorsprung haben, Unser Abstand zum klappt das immer gut. beträgt 19,9 Sekunden. Und weiter. Und die nächste Kurve und das nächste Mal und wieder mit ERS verteidigen. Das müssen wir jetzt noch 3 Runden. Es ist langatmig, aber wenn du solche Phasen durchläufst und wenn du die überstehst in so einer langen Weltmeisterschaft, dann wirst du am Ende halt auch mit dem Ding belohnt, was du möchtest, nämlich den Titel. Den Pokal da. Das große Ding möchte ich gern haben. Es sind immer so 0,5, also das ist so das Größte, was ich habe vor Sainz. So 0,5 Sekunden Vorsprung. Das andere geht leider nicht. Dafür aber auf die anderen hinten mit 4 Sekunden Rückstand. Also da entfernen wir uns immer weiter. Das ist sehr positiv. Und vielleicht macht Sainz ja auch mal irgendwo einen Fehler. Vielleicht lässt er irgendwo auch mal federn. 0,6 ist auf jeden Fall schon mal ein kleines Stückchen mehr als letzte Runde. 0,5 war es nämlich da. Jetzt kommt er nicht mal so nah dran. Vielleicht hat er es jetzt auch aufgegeben. Vielleicht sind seine Reifen so verschlissen, dass er es nicht schafft. Aber ich glaube, das ist einfach nur mal ein kurzes Ausruhen. Und dann die Möglichkeit, nochmal anzugreifen. Noch 2 Runden gleich. 2 finale Runden hier. Und Verstappen scheint sich auch an Leclerc die Zähne auszubeißen. Außer er macht es in der letzten Runde dann nochmal ernst. Sind wieder 0,5 Sekunden. Fast 5 Sekunden auf Sergio Perez. Der hat hier also nichts mehr mitzureden um den ersten Platz. Aber Carlos Sainz, weißt du, nie gesehen in der Saison. War eigentlich immer hinter uns und jetzt ausgerechnet in Brasilien macht er uns so große Probleme. Das müssen wir jetzt aber irgendwie noch 2 Runden lang hinkriegen. 2 Runden sind es noch hier in Brasilien. Beim natürlich sehr, sehr entscheidenden Rennen, dem Schlüsselrennen. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Und dann gucken wir mal, wie groß der Vorsprung ist. Vielleicht reicht es ja sogar doch für Verstappen, weiß ich ja nicht. Wenn wir hier gewinnen. Aber es wird halt auch ganz, ganz schwer, weil die Differenz der Punkte dann in Abu Dhabi aufzuholen, hängt halt auch nicht nur von uns ab. Verstappen hat die Zügel in der Hand. Ich kann nur Druck machen, ich kann mein Bestes geben, muss ich auch machen. Versuchen auch das Rennen zu gewinnen. Im Idealfall mit der schnellsten Rundenzeit. Und dann einfach beten und hoffen, dass das doch irgendwie noch gut geht. So. Guten Exit haben mit ERS jetzt die ganze letzte Runde. Und dann auf geht's. Auf geht's in die letzte Runde. Sergio Perez Vierter, ist sogar von Norris jetzt überholt worden. Verstappen schafft es auch nicht. Die letzte Runde des Rennens. An Leclerc ran. So, die letzten Meter hier. Einmal noch das Senna S. Sehr gut durchfahren. Jetzt diese lange Gerade, die wird auch nochmal ein bisschen tricky. Weil Sainz jetzt auch nochmal das letzte aus seinem Auto rausholt. Der kommt nochmal gefährlich nah ran. Der täuscht an. Bleibt aber hinter mir, richtigerweise. Und dann ist es halt gleich noch einmal diese lange Gerade, die wir irgendwie verteidigt bekommen müssen. Da kommt er. Ganz außen vorbei. Vorsicht. Das wird er nicht machen. Das wird er nicht machen. Das schafft er nicht. Achtung. Der rote Pfeil unten rechts. War schon gefährlich nah dran. 0,7, 0,8. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen zurückgeschreckt. Und jetzt hier die letzten Meter mit ERS. Das sollte klappen. 0,7, 0,8. Das sollte für den Sieg reichen. Und dann haben wir ein super, super spannendes Saisonfinale in Abu Dhabi. Die letzten Meter hier in Brasilien, São Paulo. Das schaffen wir. Nochmal eine Linkskurve und dann rein ins Ziel vor Verstappen, der nicht so viele Punkte holt. Herzlichen Glückwunsch. Mit dem Sieg ist das dein 2. Gewinn in Folge. Tolle Leistung. Wir haben heute
heute ein paar starke Duelle hier in den geschichtsträchtigen Kurven von Interlagos gesehen und jetzt einen phänomenalen Sieg. Was denkst du, Stefan, wo hatten Sie heute den entscheidenden Vorteil? Es klingt vielleicht etwas vereinfachend, aber ich denke wirklich, dass es vor allem an der Qualität des Autos lag. Die Fähigkeiten des Fahrers sind natürlich wichtig, aber ohne ein solides Team erreicht man nichts. Wenn man diesen idealen Punkt erreicht, an dem man einen exzellenten Fahrer und ein unglaubliches Auto hat, dann erzielt man Resultate, wie wir sie heute erlebt haben. Wir haben heute wieder ein großartiges Rennen erlebt und einen noch großartigeren Sieg von Haas. Die Fahrer nehmen gerade ihre Podiumsplätze ein und das Team wird mit dem heutigen Resultat extrem zufrieden sein. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Der Führende der Meisterschaft bleibt weiter an der Spitze, aber seine Konkurrenten haben heute an Boden gewonnen. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Man kann nichts daran aussetzen, was Sergio Perez heute auf der Strecke abgeliefert hat. Er ist fehlerfrei gefahren und damit eine leichte Wahl. Niemand kann es an diesem Punkt mit den Führenden in der Konstrukteursmeisterschaft aufnehmen, aber... Und wir sehen, dass Red Bull nach einem langen und harten Kampf diese Saison einen weiteren Titel einstreicht. Die haben dieses Jahr ein erstaunliches Auto gebaut und der Ruhm, den sie nach Milton Keynes bringen, ist völlig gerechtfertigt. Mittlerweile hat Ferrari seine Position verbessert. Ein starkes Wochenende für sie. Sie haben sich wieder an die Spitze herangekämpft. Wow, das war auf jeden Fall ein aufregendes Wochenende in der Formel 1. Begleiten Sie mich und Stefan bald wieder, wenn wir mit mehr Formel 1 Action zurück sein werden. Ich wette, Sergio Perez hat den Preis nur bekommen, weil er die schnellste Runde hat. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass wenn man von 2 auf die 4 droppt, dass du dann Fahrer des Tages bist, ey. Aber viel entscheidender ist das hier einmal, dass Verstappen nur Sechster geworden ist. Das ist für ihn auch wieder eine richtig große Enttäuschung. Dann natürlich hier im Sprintrennen. Da, wo sind wir denn hier? Sprintrennen? Ergebnisse Sprintrennen? Wo sind wir denn da? Achso, hä? Ist das ein Fehler oder was? Wo bin ich denn? Ach, hier unten, hä? Warum bin ich denn letzter mit 8 Punkten? Naja, völliger Bug. Entscheidend ist das hier. Wir haben 33 Punkte am ganzen Wochenende geholt, im Sprintrennen gewonnen, das richtige Rennen gewonnen und somit gehen wir mit 8 Punkten Rückstand. 8 Punkte Rückstand ins letzte Rennen. Das heißt, wir müssen, lasst uns mal kurz rechnen. Gehen wir nochmal hier zurück. Es gibt, warte mal, so 8 Punkte. Nehmen wir mal an, wir gewinnen. Wir müssen gewinnen. Dann darf Verstappen maximal Dritter werden. Wenn wir gewinnen, wir müssen auf jeden Fall gewinnen, das Rennen, oder irgendwo 8 Punkte mehr holen. Ne? Also ich Zweiter und Verstappen Sechster. Also im besten Fall gewinnen und Verstappen maximal Dritter, dann sind wir Weltmeister. Oh weia, das wird ein richtig spannender Fight in Abu Dhabi. So, auch hier im vorletzten Rennen haben wir das Maximum rausgeholt. Wir haben zwischenzeitlich einmal die schnellste Rennrunde gehabt. Gut, Rivalität, locker easy, nebenbei mal mit 34:17 gewonnen. Eine richtig hohe Fahreranerkennung, aber das bringt mal alles nichts. Also im besten Fall, wenn wir das Rennen gewinnen, muss Verstappen oder darf Verstappen nur Dritter werden. Und bei den Ergebnissen in den letzten Rennen deutet ja alles darauf hin, dass er es nicht schafft, Zweiter zu werden. Aber das letzte Rennen, das hat so viel offenen Leistungsvergleich. Wir haben mal abgeschätzt, wo unsere Bolide im Vergleich zur Konkurrenz steht. Das kann sich von Woche zu Woche ändern. Ja, das haben wir ja schon öfter mal. Das haben wir ja die ganze Saison schon. Jetzt ist Mercedes wieder Erster. Nach wie vor Alpha vor uns. Wir sind fast das schlechteste Team und werden wahrscheinlich trotzdem den Weltmeister stellen. Strapazierfähigkeitsupdate. Aha. Die neuen Teile wurden ohne Herstellung Typ 3. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Ich fasse es nicht, dass ich nochmal Herstellungstyp 3 lesen darf. Das ist ja Wahnsinn. Und hier endlich, das ist das allererste Teil oder die allerersten Teile, die wir hier upgraden können. Hier wahrscheinlich auch Ventilsteuerung. Ne, die ist jetzt dazugekommen. Hier Ventilsteuerung.
Chassis müssen wir wahrscheinlich noch auf die nächste Saison warten, aber hier bei der Strapazierfähigkeit, da können wir jetzt endlich mal, ja, alles raushauen. Fehlerelektronik, Fehleranalyse, Getriebe, machen wir. Also, hier, das ist das nächste, da haue ich jetzt überall die Ressourcenpunkte rein, das kannst du mal glauben und selbst dann haben wir noch genug. Das ist ja der Witz bei der Sache. Wir haben jetzt überall bei der Strapazierfähigkeit dann alles voll. Jetzt sind wir sogar noch einen Platz nach unten, weil Alpha Tauri über Alfa Romeo gesprungen ist. Naja, also ihr wisst, worauf es ankommt. Ich möchte euch das nochmal zeigen. Wir gehen zum Rennwochenende. Bereitet euch vor. Holt euch Champagner, Sekt, Bier, keine Ahnung. Holt euch Energy Drinks, holt euch Knabberzeug, egal was. Aber ihr dürft dieses letzte Rennen nicht verpassen. Es ist mega spannend. 8 Punkte nur Rückstand. Die Szenarios habe ich euch gerade gesagt. Wenn wir gewinnen, darf Verstappen maximal Dritter werden. Ansonsten müssen wir irgendwo die Platzierungen so hinbekommen, dass wir auf jeden Fall 8 Punkte besser sind. Mehr als 8 Punkte, weil bei Punktgleichheit gewinnt derjenige die Weltmeisterschaft, der mehr Rennsiege hat. Und wir gucken jetzt mal in der Saison. Verstappen, wie viele Rennsiege hat er? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich habe, wo bin ich hier? Zweiter. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, ich habe auch 7. Gut, also bei Punktgleichheit wäre dann ich Weltmeister. Ich sag mal, es ist 50-50. Nach den bisherigen Ergebnissen, guck mal, ihr seht, Verstappen hat die letzten Rennen überhaupt nicht gut performt. Der ist 6., 9. in Portugal und 16. in Mexiko. Das war die schlechteste Platzierung bislang, die er gehabt hat in der ganzen Road to Glory, die wir jetzt hier haben. Ne? Hier in der ersten Saison war er 10. in Singapur. In der zweiten Saison war er in den Niederlanden 11. bei seinem Heim-Grand Prix und jetzt war er hier 16. Also er hat seine Rennen mit dabei. Ich hoffe einfach in Abu Dhabi auf ein Wunder. Ein Wunder braucht es natürlich, es braucht auch ein bisschen Glück, aber es braucht auf jeden Fall auch die Unterstützung und hier frische Komponenten. Da muss ich auch mal schauen, dass ich da vielleicht nochmal irgendwo was upgrade oder nicht. Natürlich nicht so, dass ich eine Gridstrafe kriege. Also, es ist alles gesagt, es ist alles angerichtet. Bereitet euch vor, der nächste Grand Prix entscheidet den Weltmeister. Macht's gut. Ciao, ciao.